Ja, hallo zusammen, hier ist wieder Marcel. Heute geht es wieder für eine nächste Runde ums Produkte testen. Wir sind ja immer noch in Dänemark und in Dänemark gibt es natürlich auch Kakao, Schoki, wie man in der Schweiz sagt. Schoki-Drink. Und ich habe ein bisschen recherchiert, was denn die Dänen so als Kakaogetränk am Morgen trinken oder auch am Abend oder immer. Und zwei Produkte stachen dabei heraus. Das eine ist Mathilde, das seht ihr hier. Das gibt es schon mega lange in Dänemark und die Leute trinken das einfach super gerne. Das ist sozusagen eines ihrer Lieblingsgetränke, wenn es um Kakao geht. Oder Lieblingsmarke, besser gesagt. Und das zweite ist das Chokio, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, Chokio. Das hat sich, glaube ich bin nicht ganz sicher, aber hat sich, glaube ich, ein bisschen später dann auf dem Markt etabliert, weil es einfach ein bisschen kräftiger auch ist und weniger Zutaten drin hat. Nur Zucker, Kakao und Milch. Und ich werde heute diese zwei probieren, wie die schmecken und dann bewerten. Zusätzlich habe ich mir im Supermarkt noch zwei andere Produkte gekauft. Eine Irma Kakaomilk. Ich kann noch nicht Dänisch, aber Irma ist oft in den Supermärkten, besonders hier in Hirtshals, ich weiß nicht, ob es ganz Dänemark ist, aber Irma sehe ich immer wieder für Milchprodukte. Und es ist so eine Marke, ja, die man sicher hier kennt. Und ich bin gespannt, wie diese schmeckt. Und dann habe ich noch Teese, das ist ein biologisches Produkt. Habe ich auch noch gekauft. Teese stellt auch sehr guten Käse her, den ich sehr gerne habe hier. Das sind so Bauern hier, also ja, in Dänemark Bauern. Ich weiß nicht, ob es von hier kommen, aber einfach dänische Bauern. Die machen wunderbare Milch. Und dann habe ich noch mir selber einen Kakao gemacht. Und ich bin jetzt gespannt, welchen Kakao ich am liebsten habe. Ich habe hier 5 Becher, in jedem Becher ist Kakao. Und ich mache sozusagen einen Blindtest. Ich weiß also nicht, welche Milch in welchem Becher ist und werde es erst später danach herausfinden. Also schauen wir das mal uns an. Okay, würde ich sagen, probieren wir die erste Milch. Also ich weiß wirklich nicht, was drin ist. Ich probiere es jetzt mal. Sehr cremig. Extrem starker Rahmgeschmack oder so ein bisschen wie, es hat so wie eine Künstlichkeit drin. Sehr starker Milchgeschmack, so Rahm-Milchgeschmack. Hat schon fast was wie von einem Rahmtäfelchen. Niddelzädli in der Schweiz gesagt. Sehr fluffig weich im Gaumen. Spricht wahrscheinlich für Emulgator, irgendwas. Von der Süßigkeit her ist es okay, eher auf der süßen Seite, aber sehr cremig im Mund und sehr rahmig. Obwohl es wahrscheinlich keinen Rahm drin hat. Das kommt vom Emulgator. Aber dieser Milchgeschmack, der ist so, das findet man, glaube ich, nicht in der rohen Milch oder sowas. Es muss fast gekochte Milch sein, also so schmeckt es. Bin zwar nicht sicher, ob es gekochte Milch ist, aber ja, kann man trinken, ist nicht schlecht.
Machen wir direkt das zweite Produkt. Ich trinke unterdessen mal meinen Kaffee, weil das ist erwachsenes Zeug. Da werde ich wieder ein bisschen neutralisieren. Okay. Naja, bitter ist cool. Nach dem Süßen ist bitter geil. Also, zweites Produkt. Ich rühre noch schnell um, dass das auch fair ist für alle, weil ich habe überall schnell umgerührt. Okay. Zweites Produkt. Ja, viel milder. Viel weniger dieser penetrante Milchgeschmack. Auch das Rahmige fehlt hier ein bisschen, ist eher wässriger, aber irgendwie insgesamt natürlicher. Ja, gefällt mir fast besser, weil es nicht so auf Penetranz rüberkommt, nicht so auf Künstlichkeit irgendwie. Also wenn ich einen Kakao machen würde, würde er etwa so schmecken. Ja, sehr ausgewogen, gefällt mir. Machen wir direkt weiter. Dritter Kakao. Oh, sehr, noch viel, sehr zurückhaltend. Sehr zurückhaltend. Hat irgendeine, ja, hat irgendwas, ich dachte zuerst, hat irgendeine Beinote, aber auch eher wässriger. Wenn man jetzt die anderen nicht probiert hätte, würde man sagen, das ist geil. Aber sehr, sehr dezent. Also das ist bisher das Dezenteste. Ist auch nicht ganz so süß wie die anderen beiden. Machen wir weiter. Das nächste Produkt. Oh ja, das kenne ich. Das ist ganz sicher meins. Weil da hat es noch Zimt drin, ein bisschen Ingwer. Kakao ist sehr geil, sehr kräftig, weil es halt eine ganze dunkle Schokolade drin hat. Nicht nur Kakaopulver. Aber die Gewürze bräuchte es gar nicht. Das hat noch Zimt drin, ein bisschen Kardamom und so. Das bräuchte es gar nicht. Ich hätte das rauslassen sollen. Aber Kakaogeschmack, der ist geil. So eine ganze Tafel Schokolade drin. Also Bitterschokolade, 70%. Das macht es wirklich geil. Aber die Gewürze, die stören ein bisschen. Noch das letzte. Okay. Oh, sehr wässrig. Wow, sehr, sehr wässrig. Besonders nach meinem Kakao. Da kommt jetzt wirklich fast nur Rahm oder Milch durch. Ganz, ganz leichtfüßige Milch, fast wässrige Milch.
Kakaogeschmack ist fast nicht wahrnehmbar. Ganz dezent. Vielleicht hätte ich es auch nicht nach meiner Milch probieren sollen. Kann man trinken? Ja. Jetzt die schwierige Aufgabe. Welchen würde ich bevorzugen? Ich muss noch mal kurz durchprobieren. Also, 1. Ist mir zu penetrant milchig, das 1. 2. Ist geil. Hat aber auch diesen krassen Milchgeschmack. 3. Ah. Nein, also zwischen 3 und 4. 3 darum, weil es am wenigsten diesen penetranten Milchgeschmack hat, hat aber trotzdem eine gute Süße und ein angenehmer Kakaogeschmack. Aber wenn ich noch meine Mischung probiere, ist einfach dieser Kakaogeschmack so unglaublich geil, aber die Gewürze stören. Also ich würde sagen, eine Mischung zwischen 3 und 4 wäre perfekt. Von meinem Getränk das Kakao und vom 3 einfach das Ausgewogene, ohne diese Gewürzlast. Das wäre mein Favorit. Ich bin gespannt, was ich hier getrunken habe. Also wenn wir uns das nochmal anschauen, das war die Reihenfolge. Das penetrante Milchgeschmackzeug, das war die Irma Kakaomilch. Dann das etwas dezenter, aber immer noch recht milchig, war das Mathilde. Dann Chocchio, mein Favorit. Wenn es eben ein bisschen mehr Kakao drin hätte, unbedingt ganze, ich würde dem Hersteller empfehlen, unbedingt ganze Schokolade reintun, nicht nur Kakaopulver. Würde das Produkt aber wahrscheinlich teurer machen. Aber das Kräftige eben von meinem Produkt, das habe ich ganz klar erkannt durch die Gewürze, dass meine Produkt mit etwa, ja, was ist das, etwa 70% dunkle Schokolade, ja, es war 70% dunkle Schokolade, 70 Gramm, 70% dunkle Schokolade für 500 Milliliter habe ich reingetan. Plus Kakaopulver. Und das macht einfach, die Schokolade ist einfach so geil, wenn man so ganze Schokolade drin hat. Und das ganz, ganz Schwache, das ist die biologische. Leider viel zu, ja, was sagt man das? Scheu. Ja, ein bisschen scheu. Von den Inhaltsstoffen her würde ich sagen, sind alle okay. Keine hat viele Emulgatoren. Also Mathilde hat ein bisschen Emulgatoren, aber sonst würde ich sagen, ist es nichts, was man sich vergiftet. Zucker ist eigentlich auch überall ausgewogen, obwohl die erste war mir ein bisschen zu süß. Ja, Chocchio und meine kombiniert, das wäre die perfekte Milch, Kakaomilch. Muss man dafür nach Dänemark gehen? Nein, ganz klar nicht. Weil in jedem Land hat es diese Kakaomilch und die schmecken alle ein bisschen ähnlich. Fragezeichen, wir werden sehen. Ich werde wahrscheinlich, wenn ich mehrere Länder bereisen werde, in jedem Land so einen Test mit Kakaomilch machen. Also das heißt, die Kakaomilch, die in diesem Land am meisten getrunken wird. In Südamerika wahrscheinlich überall Nestle. Aber wir werden sehen. Und ich bin gespannt, wie sich diese Geschmäcker unterscheiden in jedem Land. Bis bald wieder. Tschüss.